جميعا بسم الله الرحمن الرحيم مدد يا سلطان الأولياء مدد يا سلطان الأنبياء يا رجال الله. Wir sind fast auf Ende von Ramadan Sharif angekommen. We've almost reached the end of Ramadan Sharif. Ich weiß nicht, vielleicht noch ein Juma. I don't quite know, maybe another Jummah. Und dann verabschiedet sich Ramadan Sharif von uns wieder. And then Ramadan Sharif is saying goodbye again to us. Mögen wir etwas von seinem Ding bekommen haben. Maybe you have acquired something from his blessing. Und das ist der Monat der Rahmah, der Barmherzigkeit und der Vergebung. And this is a month of Rahmat, the month of mercy and of forgiveness. Wo Allah, der Herr und Sayyidina Muhammad, sein Gesandter, alles Gute für uns Gläubige wünschen, uns vergeben und segnen. This is where Allah the Lord and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are wishing all the best for us and all forgiveness and all mercy. So wie der Herr und sein Geliebter mit uns barmherzig sind und uns vergeben für alles, was wir so wissentlich oder unwissentlich Unschönes getan haben, so sollten wir auch miteinander uns gut umgehen und uns gegenseitig auch vergeben haben. And just as the Lord and the Prophet are blessing us and are forgiving us for all the conscious and unconscious acts we did, or bad acts we did, we should treat each other mercifully as well and be kind to one another. Und die etwas haben an Gut und Besitz, sollten in diesem Monat der Barmherzigkeit und Vergebung andere Brüder und Schwestern auch unterstützen mit einem kleinen Anteil des Besitzes und Vermögens. Das nennt Allah Zekat. Und dass wir auch unsere Fürsorge gezeigt haben für unsere Nächsten, die bedürftig sind. And some of us have some goods or some belongings, and we should remember and be merciful and help and support others that might not have so much, and give something from a percentage of our belongings and goods that is called Zekat, which is also blessed. So wie Allah uns segnet und beschenkt mit diesem Monat, in diesem Monat, sollten wir auch aus Gottes Hand der Güte und Barmherzigkeit mit Mitteln, was wir haben, sollten wir zur Verfügung stehen für Menschen, die nicht haben und bedürftig sind. And just as Allah is giving us so many good things and is gracing us with all His blessings, we should also share from our goods that we have and be also graceful to others. Man sagt, man sollte nicht an falscher Stelle geizen. Und das wäre genau die falscheste Stelle, wo man geizen würde, wenn man einen Befehl Gottes, nicht mal eine Empfehlung, einen Befehl Gottes, gib ein winziger Teil von deinem Vermögen, was ich dir ermöglicht habe, an die, die bedürftig sind. Das ist ihr Anteil an deinem Vermögen, sagt der Herr. Und wenn wir da es nicht hören und geizen, das wäre die schlimmste Tat, was uns auf uns wieder als eine Strafe zurückkommt.
So don't be a Scrooge and don't try to hoard all the money that you have and on a false pretenses, because this is not only a recommendation by the Lord, but also an order by the Lord to give a small piece of your goodings, of your belongings to the poor, because it's actually their right to your the goods that you received as a blessing. And if you don't follow that rule, that order by the Lord, you will bring calamity onto yourself. Allah vergibt alles, aber die Sache mit dem Zekat, dem Umgang mit diesem Befehl, ein winzigster Teil vom Besitzvermögen mit den Armen zu teilen, diesen Befehl, wer ignoriert und an falscher Stelle geizt, das vergibt er nicht. So Allah is very forgiving in many, many aspects, but if you don't follow that order to give that very small unit of your own belongings to the poor and don't follow that order, Allah won't forgive that. Sagt nicht, ich habe gearbeitet, hart gearbeitet und diese 1 Million gehört mir, steht mir zu und sonst niemand hier. Warum soll der andere Mensch einen Anteil haben an meinem Vermögen? Sagt das nicht. And don't say, I worked so hard and I earned those $1 million I've earned. I earned them for myself and I've got a right to it and I'm entitled to it and I won't share. Why should I give something to someone else who didn't work as much as I did? Don't be a Scrooge in that part. Das haben einige in der Geschichte versucht und es ist ihnen schlecht ergangen, sehr schlecht. Because remember, in history it showed some have tried to do that and the end was very, very bad. Da gab es einen König, er hieß Karun, zur Zeit von Musa a.s., Moses. Er war der König der Lydianer. Lydien. And there was a king called Karun, who was a king during the times of Moses, and he was the king of the Lycia. Einst gehörte er zu dem engen Kreis von Moses, Musa a.s., und er bat ihm um den geheimen Namen, allmächtigsten Namen Allahs, dass er ihm preisgibt. And that King Karun once belonged to the most inner circle of Musa a.s., and he asked for permission to get the most secret, most powerful, the almightiest name of the Lord, that secret shall be revealed to him. Und als Moses seine Bitte nachkam und ihm preisgab diesen Namen, missbrauchte er diesen Namen Gottes, Ismi Azam, und wünschte sich viel, sehr viel Gold und Schätze. And Musa a.s. revealed that name to him, but that King Karun misused it and used that name to get as much gold and as much wealthy things. In kurzer Zeit wurde er so reich mit dem Baraka-Segen des heiligen Namen Gottes, sodass 40 Kamele die Schlüssel seiner Schätze tragen konnten. And by misusing that one name of the Lord, he got so rich that 40 camels had to carry all the keys to his treasure box, to his treasure rooms. Und dann kam der Befehl auf an Moses und von Allah, teile dein Volk mit, dass die Reichen einen Teil ihres Vermögens mit den Armen teilen sollen. Zekat, Befehl kam. And then the Lord told Musa a.s.
to tell his people that the time of Zekat has come, that everybody who's rich should give a proportion or a portion of their the riches to the poor, and that the time of Zekat has arrived. Und als Moses das mitteilte, das gefiel dem Karun nicht, dem König. And when Musa told everybody about this news, Karun wasn't very happy about it. Das gefiel ihm nicht. He didn't like it. Und als Moses ging, sagte er zu seinem Volk, habt ihr das gehört? Was er uns befohlen hat? And when Musa left again Karun's place, Karun asked his people, did you hear what he just said? Wir haben bisher alles gemacht, was ihr von uns verlangt, aber jetzt, das geht zu weit, sagte er. And he continued, until now we did everything he asked us to do, but this is too much. Es geht um unser eigenes Vermögen. Ich bin der reichste Mensch dieser Welt und das habe ich mir selber erworben, habe es mir verdient. Warum soll ich das mit euch teilen oder mit jemand anderem? Das sehe ich nicht ein. Und oh, ihr Reichen meines Volkes, das solltet ihr auch nicht einsehen. And now all the riches that I have earned, that these are mine, I've earned them, I'm entitled to this. Why should I share it now? And this goes to all the riches, all the rich men and people in this people. Don't share. 40. vom ganzen Besitz, ein Anteil von meinen 40 Kamelen soll ich das eine opfern, das mache ich nicht, hat er gesagt. So, dann habe ich 39 als Jemin. So 1/40th part of my riches I should give to the poor. This means one of my camels, of my 40 camels, I should give away, so I only have 39 left. I can't do that. Was sollen wir dagegen tun, sagten sie. And what shall we do against that, they asked now. Wir müssen ihn vor seinem Volke klein machen, runter machen, schlecht darstellen, damit die nicht mehr auf ihn hören und von uns was verlangen, hier, was wir nicht geben wollen. Well, let's make him small in front of the eyes of everybody else and demeanor him and say bad names about him, that they don't believe in him, that they will not come to us and ask for what he has told them, that they won't believe whatever he said. Was sollen wir machen, unser König? Da ist doch eine alte, arme Frau, jung und hübsch, aber arm, bedürftig. Ja, gebt ihr Geld und sie soll, und dann rufen wir Moses zu uns, damit er eine Sohbet hält, und dann soll die Frau kommen und sagen, behaupten, Moses hätte mit ihr geschlafen. And they asked, well, what should we do? And he told them, well, there is this one lady, she's rather pretty, but she is poor and needy. Well, give her something, and then she shall come to our place. And we asked Musa alayhi salam to come over as well, and he shall give a Sohbet speech, and then we will make her say that that he slept with her. Und so taten sie, die Frau war einverstanden, bekam das Geld. Und dann Karun ging zu Moses und sagte, oh Moses, Musa, komm heute Abend, um gute Ratschläge unser Volk wieder zu geben. Die warten alle auf dich. And the woman took the money, took the bribe, and they agreed on it. So Karun went to Musa alayhi salam, invited him, Musa, please come to our place now. And the people want to hear your opinion, want to hear what you have to tell them. Please come. Und Musa alayhi salam kam zu dieser Versammlung und sagte, wollt ihr einen Ratschlag von uns, eine Empfehlung? Ja, sagten sie. And Musa alayhi salam came and asked the people, what do you want from me? Do you want a good advice, a recommendation from me? And they said, yes, we want that. Dann, Diebstahl ist verboten
Und wer so etwas versucht und tut, den wird Allah die Hand abschneiden lassen. Das ist eine böse Tat. Tut das nicht, sagte er. So he told them, theft is forbidden, is a bad deed, and those who do that thieving, they will lose one hand, and Allah will punish them deeply for that. So beware of not thieving, of being a thief. Gib uns noch einen Ratschlag, O Moses, sagten sie. So give us another piece of advice, Musa alayhi salam, please. Dann tut kein Unzucht. Das ist auch haram und verboten, das wird auch schwer bestraft, sagte er. So another piece of advice is don't do incest, don't sleep with a sister or brother, because this is also haram and forbidden, and will also be punished very severely by the Lord. Wer unverheiratet ist und macht Unzucht mit einer fremden Frau, der wird 100 Peitschenhiebe bekommen. So if someone is not married and is sleeping with another woman and is intimate with her, shall be punished with 100 strokes by the whip. Und wer verheiratet ist und tut das mit einer fremden Frau, er wird bis zum Sterben gepeitscht werden. And the one who is married, a married man, and is sleeping with another woman, foreign woman, he will be whipped until he's dead. Und das war genau die Gelegenheit, worauf Karun gewartet hatte. Genau das Thema. Und was für ein Zufall, Moses spricht darüber. And this was the opportunity Karun was waiting for. The exact topic he was aiming for, and Musa alayhi salam was handing him that one. Das törichte Volk, dummes Volk. Vor ihren eigenen Augen passierte ein Wunder von Moses und die begriffen das nicht. Er hatte ihren Plan durchschaut. Das haben sie nicht begriffen. And the stupid and ignorant people, they didn't see that he had seen through their plans, and that a miracle had just happened in front of their eyes. But Und they were so Karun dachte, ignorant. das ist die Gelegenheit jetzt. Er spricht über Unzucht. And then Karun said, well, this is the right situation. He is talking about incest. Oh Moses, sagte er, wenn man Unzucht treibt, muss man gepeitscht werden, wird man gepeitscht werden. Ja, auch wenn du es bist. Auch wenn ich es bin, sagte er. And Karun continued and said, well, Musa alayhi salam, so if you are sleeping with another woman while you are married, you're being whipped, right? And yes, he said, even if it's you, yes, that's true. Na dann, Moses, du wolltest es nicht anders haben. Da gibt es nämlich hier eine Frau, die das über dich behauptet. Lass die Frau kommen. Well, then Moses, you brought it unto yourself. We have a woman here that is claiming just as such, and she shall come and tell. Und Moses sagte, lass sie kommen. Und wenn sie die Wahrheit spricht dir, ich beuge mich der Wahrheit. And Musa continued, well, let her come, and if she's telling the truth, it will all happen as said. Wenn diese Wahrheit gegen mich ist, ich beuge mich. And if that truth is against me, I will bow down to it. I will surrender to it. Wenn sie die Wahrheit gegen euch sagt, beugt euch auch, sagte er. And if she is telling the truth against you, you shall bow down as well. Und die Frau kam und Moses sagte, was ist, was du sagen willst? Sag es. Ist das wahr, was sie behaupten, ich hätte mit dir geschlafen, oder ist es nicht wahr? And when the woman came, Musa addressed her and said, tell now the truth. Is it true that I slept with you? Die Frau warf sich nieder vor Moses und sagte, oh Moses, Gott bewahre, dass ich so eine Sache erzähle. Man hat mir schon Geld gegeben
Und aus Bedürftigkeit habe ich das angenommen. Aber ich kann dir das nicht antun, du bist Prophet Gottes. Ich verzichte auf das Geld und Gold und ich mache keine Verleumdung. Sie haben mich dazu gezwungen, dass ich es so sage. And then the woman fell down onto her knees and bowed down to and kneeled down to Musa alayhi and said, I'm so sorry. Yes, I got money to tell that lie, but because you are the prophet of the Lord, I cannot say that. I took the money because I was in need, and I was told to talk badly about you, to bring down your name, but I can't do it. I will give back the money, and I won't shame you. Und Musa a.s. sagte, habt ihr das gehört? And then Musa alayhi addressed everybody else. Did you hear what she just said? Das Gerücht ist eine Lüge. Und das ist eine Lüge, diese Verleumdung. And he said, that rumor that you just heard is a lie, and that bad talking is also a lie. Wenn sie gesagt hätte, ich hätte mit ihr geschlafen, ich hätte keinen anderen Beweis gehabt, ich hätte mich gebeugt als Opfer und mich peitschen lassen bis zum Tode. If she would have said and continued to lie and tell that lie, I would have bowed down and would have been stricken by the whip until I'm dead. Aber sie hat nicht gegen mich, sie hat gegen euch etwas gesagt. But instead she didn't say anything against me, but against you. Was denkt ihr, was ist eure Strafe? So what do you think is your punishment for that? Eine Verleumdung gegen einen Prophet Gottes. Das ist keine leichte Sache. So if you're backstabbing a prophet and a messenger of the Lord, that is not a light deed, a light punishment. Und da kam Gabriel, Erzengel, und sagte, Allah, grüß dich, du hast die Erde, Autorität über die Erde unter deinen Füßen. Du hast nur Befehl zu geben. And in that instant, Jibreel alayhi salam came down from the Lord and told him, the Lord is giving you the permission over the earth. Whatever you say, the earth underneath your feet will do as you say. Sie wollten dich hier heruntermachen vor dem Volk, Augen Volkes. Und Allah gibt dir die Erlaubnis, dass sie runtergehen oder untergehen. And those people try to bring you down and demeanor you, but instead they got demeanored, and you have permission to bring them down, to fall down. Und Moses war ein zorniger Prophet, schnell in Zorn geraten ist. And Musa, you have to remember, was a very, not angry, but easily irritated prophet. And ließ das Angebot nicht zweimal machen. And he didn't let the offer being told to him twice. So he took up the offer as once. Er gab der Erde Befehl, schluck sie. Öffne dich und schluck sie runter. So, and in at once he told the earth beneath their feet, open up and swallow them down. Zuerst das Gold und Vermögen von Karun und all die Kamele gingen rein. Und So, Karun musste zusehen, wie sein ganzes Vermögen in der Erde verschwand. so what first was swallowed by the earth was all the camels and all the treasure boxes and everything Karun had acquired fell down into the earth. Und von all den reichen Leuten auch alles Vermögen, Häuser ging runter. And from every rich person, every rich people, all their belongings and goods were swallowed by the earth. Und sie fingen an, Vergebung zu bitten. Vergib uns, vergib uns. And then they started to ask for forgiveness and pleading to him, please forgive Aber us. Moses war sehr in Zorn. But Moses was Hatte very taube angry. Ohren. And in that moment he had deaf ears. Befahl immer wieder, Jud, schluck, schluck, schluck sie,
schluck sie. And over again he ordered, swallow them, swallow them, swallow them. Bis keiner von ihnen mehr zu sehen war. Runter, runter, runter. Endlos sind sie beim Fallen immer noch. Sie sind immer noch beim Fallen, sagte Sayyidina Muhammad. And he didn't stop until everybody of them was swallowed. And until now they are still falling and falling and falling, Sayyidina Muhammad told. Das ist wegen ein kleiner winziger Anteil von Armen an Vermögen des Reichen passiert, weil sie an falscher Stelle gegeizt haben. Das vergibt Allah nicht. And this is only because that one little small portion of the riches of the poor that is meant for the poor, because you were a Scrooge in that instant, a false Scrooge. That is the punishment for that. Wenn sie gesagt hätten, wir machen es nicht, werden sie bestraft werden, aber nicht so. Sie haben noch versucht, verleugnen, einen Propheten die Ehre zu nehmen. So, if they just would have said, no, we don't do that, we won't give, they would have been punished, but not like that. But because they're trying to dishonor a prophet as well, on top of that. Als alles geschah und die Erde machte sich wieder zu, sagte Allah zu Moses, jetzt kommt die Barmherzigkeit. O Musa, was hast du getan? And when the earth was flat again, and even the mercy of the Lord came and showed itself, and asked Prophet Musa, what did you do? Wir haben dich um Vergebung gebeten, du hast keine Ohren gehabt. They asked you for forgiveness, but you had no ears for them. Wieso hast du deine Ohren zugemacht? So why did you close your ears? Das war der Tadel an Moses. So this was a way of the Lord telling the prophet that what he did wrong. Wir müssen Angst haben vor Zorn Gottes, dass wir ihn nicht in Zorn bringen. So we should be afraid of the anger of the Lord, that we shall not bring anger upon ourselves. Aber wir sollten niemals die Hoffnung verlieren an seine Vergebung. But we shall also never lose hope for his forgiveness. Weil bis zum letzten Atemzug hat Allah uns versprochen, die Möglichkeit zu geben, um Vergebung zu bitten. Because Allah gave us the promise that until our very last breath that we will take, that we have a chance to ask for forgiveness. Mögen wir immer um Vergebung bitten und dass Allah uns vergibt und dass wir nicht an falscher Stelle geizen. And may we always ask for forgiveness, and that we shall not be Scrooges in the wrong place. Wir müssen uns vorbereiten, was wir haben ein Jahr lang in unser Besitz, was ein Jahr alt geworden ist hier und über 90 Gramm wiegt, dass wir das Anteil der armen und bedürftigen Menschen uns erinnern und auch die richtige Adresse weiterleiten, inshallah. So, if you have riches and goods that have been with you for over a year and weigh more than 90 grams, make sure that you pay that small portion of that wealth and share it with the poor and needed, as their right to it. Allah.